Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch, mit uns zusammen zu sein. Alles, was ist, ist eins. Und das sprechen wir aus diesem Einssein zu euch, aus der Liebe, die alles ist, zu euch, der Liebe, die du bist. Wir sind in der Erkenntnis des Selbst als eins. Das ist für den Verstand etwas verwirrend und doch bettet er sich sanft in diese Sicherheit, in diese Zufriedenheit, in diese Wertschätzung. Denn die Liebe ist Wertschätzung. Die Liebe ist Erlauben von allem, was gespielt werden kann. Die Liebe versucht nicht, sich zu definieren über das, was sie tut oder nicht tut. Die Liebe ist durch jedes Tun hindurch, durch jedes Nicht-Tun hindurch. Und so ist das erste Thema, das wir mit euch zusammen beleuchten möchten, heute das Thema des Ausdrucks, der Göttlichkeit. Und die Diskrepanz zwischen Handeln und Nichthandeln, die Zusammenhangslosigkeit von Liebe und Handeln. Hiermit haben wir bereits einen wichtigen Schlüssel geliefert. Das Handeln steht weder im Gegensatz noch in Kongruenz mit der Liebe. Die Frequenz der Liebe ist, was darüber entscheidet, wie du dich mit allem fühlst, mit dem Handeln und dem Nichthandeln. Bekommst du also Handlungsanweisungen, so wirst du bemerken, ob du inspiriert bist zu handeln oder nicht. Diese Inspiration, sie kann von dem Herzen kommen. Wenn sie sich aufrichtig anfühlt, kommt sie vom Herzen, kommt sie aus der Liebe. Bist du jedoch in dem Moment nicht in der Liebefrequenz, hast du in dem Moment nicht die Liebe gewählt, so wird es dir schwer fallen zu wissen, ob die Inspiration aus der Liebe kommt oder ob sie gewählt ist aus dem Konzept, das du gerade lebst. Wir sagen also, die Übung, die es braucht, ist nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Handlungen zu tun. Die Übung, die es braucht, ist immer wieder die Liebe an die erste Stelle zu stellen, die Frequenz der Liebe als erste Wahl zu tätigen, bevor irgendetwas anderes gewählt wird. Bist du in der Liebe? Bist du in deinem Frieden? Bist du in deinem Feld der Stille, der tiefen Liebe Stille? So fühlst du, was sich ausdehnt. Fühlst du, was sich frei anfühlt. Fühlst du, was mit dir als Schauspieler auf der Bühne Erde kongruent ist und gibst dem nach. Dieses Nachgeben ist das göttliche sich dem Fluss der Liebe ergeben, sich dem Fluss der Harmonie hingeben. Es ist nicht ein Nachgeben, wie der Verstand es als negativ wertet, wo der Klügere nachgibt, um klug zu sein. Es ist ein deiner Frequenz Erlaubnis geben, deiner Frequenz gemäß handeln, nach deiner Frequenz handeln, dich nach deiner Frequenz richten, nachgeben. In diesem Nachgeben kann das von dir Getane ein Handeln sein. Es kann ebenso ein Nichthandeln sein. Es ist also weit entfernt von der Vorstellung, dass Liebe, Leben, Handeln oder Nichthandeln bedeutet. Liebe, Leben bedeutet, im Handeln in der Frequenz der Liebe verankert zu sein und die Liebe fließen zu lassen, zu fühlen, ebenso wie im Nichthandeln. Das ist, wofür du da bist, das ist, was du übst, Tag ein, Tag aus, in jedem Moment.
Und das ist, was dir tiefes Verstehen eröffnet. Handlungsdrang und Druck kreiert sich aus der Abgegrenztheit. Wenn du das Gefühl hast, unter Druck zu stehen, etwas tun zu müssen, so wird dein direktes und unmittelbares Handeln diesen Druck nicht verringern, er wird ihn verlagern. Der Mensch ist gewohnt, über Kontrolle, sprich Handeln, Änderung zu bewirken. Daher hat er häufig das Verständnis, dass wenn er in die Liebe geht, also aus der Kontrolle heraus, von der Kontrolle, dem Kontrollbedürfnis ablässt, dass er dann auch vom Handeln ablässt. Dies ist ein Irrglauben, der im Verstand ruht, da der Verstand denkt, das Handeln gepachtet zu haben. Wir sagen, das Handeln ist dem Menschen ebenso inne wie jedem anderen Lebewesen. Es ist eine in Form gebrachte, sichtbare Dynamik. Aus diesem Grund also ist Handeln ein wundervolles Werkzeug für Wandel. Das bedeutet nicht, dass jedes Handeln Wandeln bewirkt. Es bedeutet jedoch, dass du in der Frequenz der Liebe niemals auf das Handeln zu verzichten hast. Bist du also ganz in der Liebe verankert, und in der Liebe verankert sein bedeutet Liebe zu fühlen, Ausdehnung zu fühlen, Frieden zu fühlen, allem und jedem gegenüber Liebe erlauben zu können und Liebe wissen zu können und erlauben zu können, alles als Liebe zu wissen und jeden Ausdruck als einen Ausdruck der Liebe anzuerkennen. Bist du in dieser Liebe verankert, so ist es dir gegeben, die Liebe regieren zu lassen. Dieses Regieren hier bedeutet führen, bedeutet den Weg zu weisen. Die Liebe, sie zerrt und zottelt dich nicht hier oder dorthin. Die Liebe öffnet dir einen Weg. Die Liebe gibt dir den Impuls für einen Schritt. Du brauchst nicht einmal einen Weg vor dir zu sehen. Das ist die sanfte Führung der Liebe. Sie zwingt dich nicht zu dem Schritt. Sie lässt dich jedoch ahnen, fühlen, vorahnen, vorfühlen, lässt dich in dem Moment fühlen, wie dieser nächste Schritt dir tut, was dieser nächste Schritt für dich in deinem Feld bewirkt. Wir sprechen hier nicht von dem Ergebnis des Schrittes, sprechen nicht von dem, was der Verstand gern wissen will, wenn er so konditioniert ist, wie der Verstand über das Massenbewusstsein häufig konditioniert ist. Wir sprechen hier von dem, was für den Verstand als klare Anweisung gedeutet werden kann, für das Wesen jedoch als Einladung gegeben ist. Eine Einladung, die dir erlaubt, dich einzulassen auf das, was du fühlen kannst als Veränderung in deinem Energiefeld. Wir sprechen also von der Veränderung in deinem Feld, die bewirkt wird durch dein Handeln, als das, was du bereits fühlen kannst in dem Moment, in dem du die Möglichkeiten durchspielst. Dieses Durchspielen ist kein Durchspielen auf Verstandesebene im Denken verankert, ohne das Fühlen dabei. Dieses Durchspielen ist ein Durchfühlen. Es braucht dafür keine Handlung, es braucht dafür kein Aufstellen in Figuren, auch wenn dies hilfreich sein kann. Es braucht dafür ein dich einlassen auf die Position, in der du bist.
Diese Position ist die wichtigste für dich, die alle anderen Positionen enthält, wenn sie sich auf ihre Ursprungsfrequenz einlässt. Und dieses sich einlassen ist das, was ihr übt, was du übst, mehr und mehr, Jahr um Jahr, Monat um Monat, Woche um Woche, Tag um Tag, Moment für Moment, Augenblick um Augenblick. In diesem Moment lässt du dich auf deine Frequenz ein, fühlst in die Stille, die Tiefe, die Liebe hinein und bist im Fühlen, im Ausdehnen der Liebe. Fühlst, dass es keinen Unterschied zwischen dir und der Liebe gibt, dass du Liebe dich ausdehnst, dass du Liebe fühlst in deinem Herzen und Liebe bist. In der Unbegrenzbarkeit, der Unendlichkeit, der Ewigkeit, dem Sein, dem Allen, was ist, dem, was du bist, was alles ist, du fühlst. Das ist, wovon wir sprechen, wenn es um das Durchspielen der Situationen geht. Du spielst durch und erkennst, was dein Feld damit zu tun hat, ob dein in Liebe sein dadurch gestärkt, erleichtert, befreit wird oder verdichtet, veredelt in eine oder eine andere Richtung, gebeugt, begrenzt. Und du wirst merken, dieses gebeugt, gegrenzt, veredelt werden deiner Energie hat einen gewissen Reiz, den Reiz der Veredelung, den Reiz des Kontrolliertseins, in Form gebrachtseins, in kontrollierbare Form gebrachtseins, deiner Schwingung, deiner Essenz. Wie schön ist es doch, wenn man eine Maske auflegt, die einen immer lächeln lässt, immer schön sein lässt, immer gleich aussehen lässt. Wie zuverlässig, wie sicherheitsspendend ist es doch. Und doch, so zuverlässig, so sicherheitsspendend, so unlebendig und doch Teil deiner Möglichkeiten, Teil der Wahl eines großen, großen Prozentsatzes der Menschen als Grundlage für jede Wahl. Die Sicherheit, die Kontrollierbarkeit, die Zuverlässigkeit. Spontan ist der Ausdruck der Liebe, unkontrolliert, ungebändigt, unbegrenzt und doch gütig, mild und lieblich. Immer voller Liebe, lieblich, Güte, gut. Nicht im Vergleich zu schlecht und gut, nein. Aus einer Frequenz des Wohlwollens heraus. Du kannst also in die Stille gehen, in dein Herz hineinfühlen, die Liebe fühlen in ihrer Ausdehnung. Und die eine Möglichkeit, die Möglichkeit des Handelns, durchspielen auf der inneren Ebene, auf der Ebene des nicht in Form Durchspielens, nicht in Form Erlebens, das Handeln, Durchspielen und Erleben und wahrnehmen, was mit deinem Feld geschieht. Und dann kannst du in deiner Liebe verweilen, bleibend, möglicherweise zurück in deine Liebe gehend, wenn du merkst, dass dieses mögliche Handeln etwas mit deinem Feld gemacht hat. Aus der Liebe heraus die andere Wahl, in diesem Fall des Nichthandelns, hernehmen, innerlich fühlen, als würdest du dieses Nichthandeln jetzt tun. Und wir sagen dies mit einem Augenzwinkern. Nimmst du dann also dieses Nichthandeln her und fühlst es durch, spielst es durch.
die Zeitachse entlang in alle Entfaltung, aller Ebenen hinein. So fühlst du auch hier dein Feld sich verändern, fühlst die Liebe in ihrer Ausdehnung sich noch mehr ausdehnen, fühlst die Liebe sich zusammenziehen, sich veredeln, sich unterordnen. Und genau darin erhältst du Erkenntnis. Du erkennst, dass das eine dein Feld unterstützt, dein Feld nährt und somit dich unterstützt und nährt in deiner Wahl der Liebe, und das andere dich unterstützt und nährt in der Veredelung deiner Liebe, wie wir es hier liebevoll nennen, in dem Verdichten der Liebe in einer Form, die sicher ist, kontrollierbar ist, die dir versichert, eine bestimmte Erfahrung machen zu können oder zu dürfen. Wie du nun sehen kannst, es kann sein, dass das Nichthandeln mit Sicherheit deine Frequenz der Liebe verändert in eine sichere, veredelte Form von Erfahrung, die mit Sicherheit diesem Nichthandeln folgt. Es ist also in diesem Fall dann das Nichthandeln, welches die Verdichtung bedeutet, welches nicht aus der Liebe kommt. Es kann sein, dass aus diesem Feld der Liebe heraus du findest, dass das Handeln die Liebe trägt und von der Liebe getragen wird. Und genau das ist dann der freie Ausdruck dieser Liebe, getragen von der Handlung, die Handlung tragend, ohne begrenzt zu sein auf die Handlung, ohne die Handlung zu begrenzen auf sich selbst. Du bist frei in deinem Handeln nur, wenn du erkennst, dass das Handeln unabhängig von der Folge ist, dass du nicht handelst, um die Folge zu kontrollieren, um ein Ergebnis zu erzwingen, dass du handelst, um der Liebe ihren Fluss zu lassen, ihren Ausdruck durch dieses Handeln. Stellt sich also dir jemand gegenüber und sagt, mein Handeln bedeutet zu lieben. Du solltest also auch handeln. Du fühlst jedoch, dass dein Handeln bedeutet, nicht zu lieben. Du also nicht handeln solltest, da dein Lieben bedeutet, sein zu lassen. Auf der inneren Ebene in der Kraft der Liebe zu bleiben und nicht zu handeln. Und alles geschehen über die Frequenz der Liebe, sich entfalten zu sehen. So bleibst du in deinem Wählen der Liebe. Gibst nicht dem anderen Recht, wenn er dir sagt, du solltest es so tun wie er, das Handeln sei das Lieben. Oder das Nichthandeln sei das Lieben, weil er es so erfahren hat. Du lässt den anderen in seiner Erkenntnis. Denn jeder erkennt für sich in jedem Moment, ob es gilt zu handeln, ob die Liebe sich entfaltet, ausdehnt über das Handeln, oder es gilt nicht zu handeln. Dies ist keine universelle Entscheidung für oder gegen das Handeln. Es ist ein Ergründen dessen, was in jedem Moment und immer nur in genau diesem Moment das ist, was die Frequenz der Liebe fördert und dir erlaubt, in dieser Frequenz die Erfahrungen zu machen, oh, die du liebst, die du lebst, um sie zu lieben, um alles zu lieben, die du erlebst, um Liebe in allem zu fühlen und über die Strukturen hinauszugehen, ohne sie zerstören zu müssen, ohne sie in Frage stellen zu müssen, ohne ihnen nicht entsprechen zu müssen, ohne revoltieren zu müssen, denn du weißt, die Strukturen, durch die Liebe fließt, werden zur Liebe. Die Blutbahnen, durch die Lebendigkeit fließt, werden zu Leben. Lass also alles zu Liebe und Leben werden,
indem du die hohe Frequenz der Essenz durchfließen lässt und nicht versuchst, die Blutbahnen zu erhalten, ohne die Lebendigkeit hindurchfließen lassen zu können. Oder die Lebendigkeit in irgendwelche Bahnen zu bringen, um sie besser greifen zu können. Die Zusammenhänge sind einfach. Liebe bringt Liebe. Kontrolle bringt Verdichtung. Liebe lässt alles zu, kann alles erleben. Kontrolle begrenzt immer mehr, um ein richtig und falsch herauszukristallisieren und sich im Recht zu fühlen. Dein Recht ist ein universelles Recht, das universelle Recht, in der Liebe zu sein und Liebe zu fühlen. Mit diesem Recht stehen dir alle Türen und Tore offen. Und doch wirst du mit diesem Recht keine Türen und Tore eintreten. Es gibt für dich keine Notwendigkeit, Türen und Tore einzutreten, auf Recht zu beharren, denn du bist durch diese Türen und Tore hindurch, brauchst sie nicht aufzubrechen, um auf beiden Seiten zu sein, um die Tür selbst zu sein. Du bist alles und kannst die Strukturen lieben, ebenso wie du über sie hinausgehen kannst, ebenso wie du in Liebe ihnen entsprechen kannst. Wir regen dich also dazu an, wir regen euch dazu an, über die Strukturen hinauszugehen, welches nicht bedeutet, sie zu ignorieren und sie als unnötig zu sehen, welches bedeutet, die Strukturen sein zu lassen, mit ihnen zu spielen, so wie sie dich und euch einladen, mit ihnen zu spielen. Die Einladung kommt aus der Liebe. Kannst du mit ihnen liebevoll spielen, so spiele und genieße dein Spiel mit diesen Strukturen, während du weißt, diese Strukturen zu sein, jedoch nicht begrenzt auf die Strukturen, nicht untergeordnet diesen Strukturen, alles seiend, bezeugend das Spiel, während du es spielst, während du es genießt, jederzeit bereit, es stehen zu lassen, es sein zu lassen und zu leben, dich zu berufen auf die Einfachheit deines Seins, auf das Leben. Hast du also eine Deadline einzuhalten? Musst du handeln, um nicht Konsequenzen als Ergebnis deines Nichthandelns zu haben? So sagen wir, gib nicht die Priorität dieser Deadline, dieser zeitlichen Begrenzung, um etwas zu tun. Gib nicht die Priorität dem, was getan werden muss, um die Konsequenzen abzuwenden. Gib die Priorität dem Augenblick der Liebe, in dem du hineinfühlst. Nicht gleich in die Situation, nein, zunächst in die Vibration, in die Schwingung der Liebe, in die Ausdehnung der Liebe. Gib dem, diesen Augenblick, die Priorität. Gib diesem Augenblick die Priorität, die immer höchste Priorität. Würde es selbst einen Moment, einen Augenblick vor dieser Deadline sein, vor 0 Uhr, vor Mitternacht, vor der Stunde, die dir schlägt, so gib doch der Liebe die Priorität, diesem einen Augenblick. Das ist, was den Unterschied macht. Deine Priorisierung der Liebe.
Dieser Augenblick ist wie unzählige Leben zugleich. Dieser eine Augenblick geht über die Zeitlichkeit hinaus, wandelt deine Frequenz ebenso wie deine Realität, kann jede Konsequenz auflösen, kann jede Geschichte neu schreiben. Dieser Augenblick, den du priorisierst, erlaubt dir, klar zu sehen und zu verstehen, ob es gilt zu spielen und den Strukturen gemäß das Spiel zu genießen oder ob es gilt, noch ein bisschen mehr in dem Vertrauen zu verweilen, das Spiel spielen zu sehen und zu spielen, indem du Zuschauer bist dieses Spiels. Jedes Spiel kann in jedem Moment aufgelöst werden. Wenn du jedoch denkst, dass es deine Aufgabe ist, alle Spiele aufzulösen, um keine Strukturen mehr zu haben, um endlich das All-Eine vereint zu wissen, jenseits aller Form, vernichtet habend alle Form, so sagen wir nein. Das ist nicht, wonach es strebt, das All-Eins, das, was du bist. Du strebst danach, alles zu lieben und die Liebe in allem zu sein. Du strebst danach, alles als Liebe zu fühlen und als Liebe durch alles hindurch zu fühlen. Liebe zu fühlen in jeder Form, frei von Wertung, im vollen Erlauben, im vollen Ausdehnen der Liebe durch alles hindurch. Ist das dein über die Form hinausgehen? Ist das dein über die Strukturen hinausgehen? So musst du nicht die Form auflösen, die Strukturen verbannen, verbrennen, vernichten. Du kannst liebevoll mit ihnen spielen. So wie du mit einem Tier spielst, dessen Natur du kennst, weißt, wie es reagiert, weißt, es einzuschätzen, weißt, dass wenn du dies tust, es beißt, wenn du dies tust, es sich freut und liebevoll mit dem Schwanz wedelt. Genau auf die gleiche Weise kannst du deine Rolle spielen, dich kennend, den Menschen kennend. Liebe durch dich hindurch ausdrücken, Liebe durch die Strukturen hindurch ausdrücken, in denen du spielst, während du spielst. Und gleichwohl nicht gebunden an die Strukturen, nicht denkend, dass diese dich am Leben erhalten, kannst du jederzeit deinen Moment nehmen und zu schauen, ob es gilt, diesen Strukturen gemäß zu spielen oder sie sein zu lassen, sie spielen zu lassen und in deiner Entfaltung, dem Fluss der Liebe, zu erlauben, alles in deinem Leben zu dir zu spülen, von dir wegzuspülen, was gemeint ist, bei dir zu sein, gemeint ist, nicht bei dir zu sein. Erhebe dich nicht über die Realitäten, indem du versuchst, ihre erhaben zu sein. Liebe stattdessen durch jede Realität hindurch, indem du dir nicht zu fein bist, deine Hände schmutzig zu machen, mit dem Dreck zu spielen, den die irdischen Strukturen an sich haben. Spiele mit dem Matsch und fühle, dass er sich in Licht verwandelt, in dem Moment, in dem du ihn spielst. Er mag in seiner Form dem Matsch noch immer ähneln und doch es fließt Liebe durch ihn hindurch. Es strahlt Licht durch ihn hindurch. Es berührt Liebe jeden und jenen, der ihn berührt. Es berührt Licht jeden und jenen, der ihn spürt. Das Erkennen findet sich im Erlauben,
im Erlauben deines Seins, bei dem Durchspielen der Dinge. Das Vorstellen bleibt im Kopf, das Erkennen, das tiefe Schauen. Es findet sich im Erlauben, in der weit geöffneten Blüte deines Herzens. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir lieben, denn das ist, was wir sind, das ist, was alles ist. Und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.